Kann man 100 neue Wörter am Tag lernen? Ich zeig dir, wie das geht. Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und bei mir lernst du nicht nur Grammatik, sondern auch den deutschen Wortschatz. Es gibt eine Methode, die ich im Germanistikstudium gelernt habe, mit der du bis zu 100 Wörtern am Tag lernen kannst. Dafür muss man aber natürlich etwas tun, denn von nichts kommt nichts. Als erstes ist es wichtig zu wissen, dass man ein Wort circa 7 bis 10 Mal gelesen, gehört, geschrieben oder gesagt haben muss, bevor es im Gehirn gespeichert wird. Das heißt, man sollte Wörter so oft wiederholen wie möglich, aber nicht mit einer Liste, sondern in einer sinnvollen Situation, wie etwa einem Text, einem Video etc. Die zweite wichtige Information ist, dass man in der deutschen Sprache ca. 3500 Wörter braucht, um etwa 95% unserer Sprache im Alltag zu verstehen. Und das ist wirklich richtig viel, quasi der ganze Wortschatz bis B2. Und wenn du den mal gelernt hast, kannst du alles schaffen und dann ist auch das C-Niveau nicht mehr weit. Da ich nun schon so oft danach gefragt wurde, habe ich die Liste mit diesen Wörtern veröffentlicht. Du kannst sie dir kostenlos herunterladen und zwar über den Link in der Beschreibung unter dem Video. Aber Achtung, es sind nur die Wörter als Liste nach Themen geordnet. Das ist wirklich mit der schlechteste Weg, deinen Wortschatz auszubauen. Wenn du sinnvoll lernen und die Wörter auch aktiv benutzen willst, dann habe ich etwas Besseres für dich, dazu aber gleich mehr. Zuerst brauchst du nämlich ein paar Fakten aus der Lernpsychologie, denn wer schnell lernen will, braucht die richtige Technik. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Unser Gehirn lernt neue Dinge immer nach einem ähnlichen Schema. Schau dir dazu das folgende Schaubild an. Von dem, was wir lesen, merken wir uns nur 10% und von dem, was wir hören, nur 20%. Was wir sagen und gleichzeitig irgendwie tun, davon merken wir uns aber bis zu 90%. Klar, was hier zu tun ist, oder? Ganz wichtig, beim Sprachenlernen gibt es 4 Fertigkeiten und die sollten immer parallel trainiert werden. Lesen, hören, schreiben und sprechen. Es reicht also nicht nur zu hören oder nur zu lesen, denn wer nicht spricht oder schreibt, wird nicht sprechen oder schreiben lernen. Für das Lernen neuer Wörter ist es also super wichtig, diese nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören, zu schreiben, zu sprechen und jetzt, Achtung, kommt die Technik, zu tun. Das geht zum Beispiel mit der Assoziationsmethode. Das ist eine sehr kreative Methode, die gleichzeitig Spaß macht und mit der man mehr Wörter als je zuvor lernen kann. Ich habe das mit Spanisch ausprobiert und war total fasziniert. Wie funktioniert diese Methode? Die Idee ist, mit Bildern zu lernen, die du dir im Kopf vorstellst und dann eine Geschichte dazu kreierst. Diese Geschichte tust du dann. Du lebst sie in deiner Realität. Das ist jetzt erst einmal sehr abstrakt, daher hier direkt ein Beispiel. Wir bleiben in einem Themenbereich, denn dann ist es am einfachsten. Die folgenden 4 Wörter dienen uns als Basis. Das Urlaubsziel, das Transportmittel, neugierig und die Unterkunft. Diese 4 Wörter stammen aus dem Themenbereich Tourismus, also Urlaub. Das Urlaubsziel ist der Ort, an den man reisen möchte. Warum reist man? Weil man die Welt kennenlernen will. Also weil man neugierig ist, was es alles in der Welt gibt. Ein Transportmittel kann entweder das Flugzeug, der Zug, der Bus, das Auto oder sogar ein Fahrrad sein.
und die Unterkunft ist der Ort, an dem man während des Urlaubs übernachtet, also ein Hotel, eine Pension, ein Hostel etc. Erzählen wir mal die Geschichte von Susi und Tim. Beide haben sich als Urlaubsziel die Kanarischen Inseln in Spanien ausgesucht. Warum? Weil sie neugierig sind, denn dort waren sie noch nie und viele ihrer Freunde haben gesagt, dass die Natur dort wunderschön ist. Also haben sie sich als Transportmittel das Flugzeug ausgesucht, denn die Insel ist weit entfernt und schwer mit anderen Transportmitteln erreichbar. Ihre Freunde haben ihnen eine Unterkunft empfohlen, sie werden in einem kleinen Hotel am Strand wohnen. Die beiden freuen sich riesig auf ihren Urlaub. Soweit klar? Wir nehmen nun noch ein paar Wörter aus diesem Themenbereich dazu. Endlich ist der Tag der Abreise gekommen. Susi und Tim sind so glücklich, aber gleichzeitig auch ziemlich nervös. Haben sie alles eingepackt? Tim, wo ist mein Reisepass? Schatz, ganz ruhig, ich habe deinen Reisepass und auch meinen Reisepass eingepackt. Die beiden wollen wandern gehen, denn auf den Kanaren gibt es viele Berge. Sie gehen gerne wandern, weil man da nicht nur draußen ist und frische Luft bekommt, sondern sich auch viel bewegt, und das ist gesund. Es geht los. Als sie oben auf dem Berg ankommen, haben sie eine fantastische Aussicht. Das heißt, sie sehen die ganze Insel, das Meer und den Strand. Ist das nicht traumhaft? Ja, das ist traumhaft. Ein echter Traum. Und du machst die Augen auf und sitzt im Büro. Es war alles nur ein Traum. Siehst du, was wir uns hier gerade aufgebaut haben? Eine ganze Geschichte. Sie hat mit den Wörtern Urlaubsziel, Transportmittel, neugierig und Unterkunft begonnen. Aber wir haben immer mehr Wörter aus diesem Themenbereich dazugenommen. Die Abreise, der Reisepass, Wandern, die Berge, die Aussicht und traumhaft. Das sind nun schon 10 Wörter aus dem Bereich Tourismus. Und wie kannst du dir diese 10 Wörter nun merken? Zuerst musst du diese Geschichte natürlich erfinden. Deine Fantasie hat kein Limit. Es ist deine Geschichte und du erzählst sie. Sei so kreativ, wie du möchtest. Und je mehr Emotionen du selbst mit dieser Geschichte verbindest, desto besser kannst du damit lernen. Wenn du dir deine Geschichte ausgedacht hast, sprichst du sie aus. Es ist ganz egal, ob du Grammatikfehler machst, es geht nur um die Wörter. Sag die Geschichte laut vor und dann schreibst du sie auf, denn damit hast du schon 2 der 4 Fertigkeiten trainiert. Deine Geschichte muss auch nicht lang sein, sie kann ganz kurz sein, jedes Wort sollte aber 2 bis 3 Mal vorkommen. Wenn du sie aufgeschrieben hast, dann liest du sie ja auch automatisch und damit hast du schon 3 von 4 Fertigkeiten trainiert. Bestimmt findest du dann auch die eine oder andere Stelle im Text, die du korrigieren kannst. Aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig, es geht nur um die Wörter. Und nun kommen wir zur 4. Fertigkeit, dem Hören. Nimm deine Geschichte mit deinem Handy auf und hör sie dir an, so oft wie nötig. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Während du dir die Geschichte anhörst, versuche sie irgendwie zu tun. Ich weiß, das ist abstrakt, aber nimm deinen Reisepass in die Hand oder schau dir Fotos von den Kanarischen Inseln an oder von Bergen. Denk an einen Urlaub, in dem du mal wandern warst. Es ist vor allem wichtig, dass du dich bewegst und Emotionen fühlst, während du dir die Geschichte anhörst. Wir lernen nämlich am besten, wenn wir etwas tun und gleichzeitig dabei etwas fühlen. Auf diese Weise kannst du 10 neue Wörter in kürzester Zeit lernen. Und du kannst locker 4 oder 5 dieser Geschichten pro Tag lernen. Das sind schon 50 neue Wörter. Das heißt,
du könntest in nicht mal 3 Monaten den wichtigsten Wortschatz der deutschen Sprache lernen. Und wenn du super fleißig bist und es wirklich willst, schaffst du 10 Geschichten, das sind 100 Wörter am Tag. Ist das nicht genial? Nun denkst du vielleicht, so einfach ist das nicht, Julia. Klar, es ist immer Arbeit, das ist ganz normal. Aber hier noch ein paar Tipps, damit du das auf jeden Fall schaffen kannst. Wenn du dir alle Wörter im Kopf behalten willst, brauchst du viele Wiederholungen. Der sinnvollste Weg ist die Wiederholung nach einem Tag, dann nochmal nach 2 Tagen, nach 4, nach 8 und so weiter. Denn so kommen die Wörter von deinem Kurzzeit- in dein Langzeitgedächtnis. Es ist außerdem wichtig, dass du immer in ganzen Sätzen und in einem Kontext lernst. Vergiss daher Wortlisten mit einzelnen Wörtern, baue dir ein Netzwerk an Geschichten auf. Und vergiss nicht, dass du Wörter nicht nur lesen, sondern auch hören, schreiben und aussprechen solltest, um so schnell wie möglich Fortschritte zu machen. Wenn du jetzt sagst, du bist für eine eigene Geschichte nicht kreativ genug, dann komm in meinen Wortschatzkurs, denn darin kannst du in 10 Themenbereichen alles lernen, was du bis B2 brauchst und endlich nicht nur über 90% unserer Alltagssprache verstehen, sondern auch selbst benutzen. Das ist doch mal ein Lernziel, oder? Du findest alle Infos in der Beschreibung unter dem Video. Ich habe aber noch einen weiteren super Tipp für dich. Du könntest ein Frage-Antwort-Spiel mit den neuen Wörtern machen. Stell dir dazu eine Frage. Was ist mein Urlaubsziel? Mein Urlaubsziel ist Gran Canaria. Wo ist mein Reisepass? Mein Reisepass liegt auf dem Schreibtisch. Im besten Fall beantwortest du hier deine eigenen Fragen aus deiner Realität, denn du weißt am besten, wo dein Pass liegt, oder? Mit welchem Transportmittel gehst du meistens in den Urlaub oder auch zur Arbeit? Und wo übernachtest du, wenn du unterwegs bist? Wiederhole auch hier die Fragen und Antworten so oft wie möglich, damit die Wörter in dein Langzeitgedächtnis aufgenommen werden. Und last but not least ein ultimativer Tipp, um noch schneller neue Wörter zu lernen. Lesen, lesen, lesen. Hol dir einen Roman für Deutschlerner und lies so viel wie du kannst. Ich habe dir unter dem Video einen Roman aus der Linkster Academy verlinkt, der gleichzeitig ein Hörbuch ist und damit die perfekte Übung neuer Wörter. Lies dir Texte laut vor, damit du das Sprechen korrekter Sprache üben kannst. Und wenn du Zeit findest, dann schreibe die Texte ab, denn dann hast du alle 4 Fertigkeiten trainiert. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Wie findest du diese Methode? Mit welchen Methoden hast du bisher neue Wörter gelernt? Ich freue mich auf deinen Kommentar. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Geschichten erzählen und sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.